Hallo, schön, dass du wieder da bist, um die zweite Folge dieses Videos anzuhören. Und zwar habe ich wie gerade eben, also davor, für euch gestern, für mich gerade eben, über die Kommunikation und das geistige Team gesprochen und wie die Hierarchien des geistigen Teams aufgebaut sind, je nachdem, was für einen Lebensplan, je nachdem, was für einen Seelenplan, was für einen Wunsch du hast, wie du der Menschheit dienen möchtest, je nachdem, wie viel Licht und Kraft du zur Verfügung brauchst, je nachdem kriegst du dann auch dein geistiges Team zusammengestellt. Ist ja klar. Und wie du jetzt mit deinem geistigen Team kommunizieren kannst, möchte ich hier in diesem Video einfach nochmal mehr drauf eingehen und Mut zu sprechen, weil ihr seid unentwegt mit eurem geistigen Team zusammen und das ist das Wunderbare. Also, wir würden jetzt einfach mal gleich starten. Ihr müsstet euch einfach nur sicher sein, dass ihr das jetzt machen wollt. Das reicht, dass du dir sagst, ja, ey, das wollte ich schon immer mal machen, ich wollte immer mal mit meinen Ahnen, Großeltern, Verstorbenen, meinen Freunden, weil ihr wart schon mal inkarniert. Ihr habt schon viele, eine große Community, Freunde, Familien. Ihr habt so viele zigtausende Menschen in einer Inkarnation oder in vielen Inkarnationen gehabt und die zählen alle zu eurer Familie. Ist ja klar, ne? Und manche von denen sind auch heute noch in irgendeiner Konstellation in dieser Inkarnation für euch da. Und wenn ihr euch dessen bewusst seid, wie viele Seelen mit euch connected sind und mit wie vielen Seelen ihr sprechen könntet, um mehr von euch und eurem Wissen zu erfahren, desto interessanter wird die Sache. Und wenn du dir dessen bewusst wirst, dass da so viele Geschenke auf dich warten und dass du einfach viel mehr über dich selbst erfahren kannst, wenn du dich einfach für die Kommunikation öffnest. Und da reicht es, wenn du einfach telepathisch oder in einem Gebet oder in einem Wunsch oder in einem eigenen Ritual, in dem du einfach eine Kerze oder ein paar Blumen aufstellst, ein paar Kristalle hinstellst und dir ein heißes Bad einlässt oder so und dann da auch einfach, also im Bad vielleicht nicht, aber in einer Art Meditation, in einer Art Zeremonie, dass du dann sagst, hey, mein Geist, oder dein Bett, einfach alles weiß einkleidest und dich weiß kleidest und dann einfach Blumen und Kristalle überall hinlegst und dein Bett mit Gebeten und dass du dann sagst, hey, ich bin jetzt bereit, ich möchte gerne mit euch kommunizieren. Und dann könntest du dich dazu auch hinlegen, weil wenn du dich hinlegst, dann gehst du ja ganz schnell in den Serotonin, was dein Körper ausschüttet, sodass du schnell in Trance gehen kannst. Für die nicht regelmäßig meditieren und noch neu einsteigen, denen würde ich raten, sich wirklich hinzulegen, das als Zeremonie machen, als Fest machen. So symbolisierst du auch den Respekt deiner geistigen Teams, deiner Ahnen, deiner Vorfahren, ja, deiner selbst. Und umso mehr du das zelebrierst und dich darauf freust und dich auch darauf also so wie vorbereitest, ja, und es nicht einfach mal so hoppla hopp, das geht auch hoppla hopp, aber es macht auch einfach viel mehr Sinn, das zu feiern, weil das was ganz Besonderes ist. Und wenn du dann dich da einfach wirklich mal dich damit auseinandergesetzt hast und dich darauf gefreut und die Geistigen eingeladen hast, deine Ahnen, deine Vorfahren eingeladen hast und sagst, hey, heute oder Samstag oder Sonntag oder an irgendeinem Tag möchte ich gerne in der Zukunft mit euch kommunizieren. Ich möchte euch gerne einladen, bitte heute Abend um so und so viel Uhr oder ja, am besten heute Abend. An dem Tag noch, wo du dich dazu entscheidest, sagen sie, ist es eigentlich am besten, weil die freuen sich so dermaßen. Die wollen dann auch nicht noch mehrere Tage warten, die wollen das gleich mit euch machen. Und dann kannst du dich zum Beispiel ins Bett legen und ja, für die Anfänger auch mal Musik laufen lassen. Einfach so seichte Musik laufen lassen, entweder klassische Musik oder Meditationsmusik, ist alles möglich. Keine Rockmusik oder sowas, ja. Außer du willst es unbedingt, auch das ist möglich, aber die Frequenzen, die Energien, die du da anziehst, könnten auch andere Wesen sein, weil du ziehst ja die Frequenz an, die du bist. Darüber gehen wir aber später drauf ein. Darüber habe ich auch ein Video gemacht, hat was mit dem Wassergehalt in deinem Körper zu tun, wer die Videos kennt. Es gibt so einen Asiaten, ich glaube ein Japaner war das, ein Wissenschaftler, der über eingefrorene Tropfen, die Tropfen informiert hat mit Informationen, zum Beispiel Glück, Liebe, Frieden. Und dann konnte man sehen, dass das war immer aus derselben Quelle, dasselbe Wasser,
am selben Tag vom selben Wasser Tropfen und den Tropfen hat er dann einfach gedanklich Informationen gegeben. Du bist Glück, du bist Liebe, du bist das. Und dann hat er die eingefroren und dann haben sich andere Symbole, also andere Kristalle, Eiskristalle gebildet. Und dann hat der Wissenschaftler festgestellt, boah krass, Wasser birgt Informationen oder Wasser nimmt Informationen auf und die zeigen sich dann als Kristalle, wenn man die einfriert. Und so hat er auch zum Beispiel Tests gemacht mit Metal oder mit Rockmusik oder mit Popmusik, mit verschiedenen Musikarten und dann konnte man tatsächlich verschiedene Eiskristalle sehen und bei Metal und so weiter waren das so richtig verzerrte, schwarze Kristalle. Ja, die haben sich sogar schwarz gefärbt. Und dann hat er gewusst, dass das was Negatives ist. Und so sind wir Menschen auch. Die Frequenzen und die Musik mit den Nachrichten oder Filmen. Filme sind auch Frequenzen, die auf uns einwirken. Auch Musik sind Frequenzen, die auf uns einwirken. Und je nachdem, was für Musik du hörst, je nachdem, mit was für Themen, auch Nachrichten, alles, was wir lesen, ist eine Schwingung und unser Körper besteht aus 70% Wasser und alles Wasser nimmt Schwingung und Energie auf und transformiert sich und je nachdem bildet sich dann auch deine Kristallenergie in deinem Körper. Und deswegen rate ich hier immer und habe schon wieder ein Video oder auf YouTube auch einen Aufruf gemacht, wo ich gesagt habe, hey Leute, Coronavirus, streicht das von eurer Liste, auch andere Informationen, wie ja, Massentierhaltung, ja, Fleischkonsum, Vergewaltigung, Missbrauch, Elend, dieses Elend, das ist da. Ja, aber dadurch, dass du deine Konzentration darauf legst, machst du dieses Feld größer. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen das ja heilen. Und es bedeutet nicht, dass du da wegschauen sollst. Es bedeutet, dass du dir dessen bewusst bist, dass sowas existiert und du nimmst es in Liebe an, aber du verherrlichst das nicht, du verbreitest das nicht, du steckst andere Menschen damit nicht an und verursachst dadurch Unruhen, weil das ist eigentlich nicht gewollt. Du bist dir dessen bewusst und wenn du wirklich helfen willst, löschst du diese Dinge, blockierst du diese Dinge und lässt solche Nachrichten gar nicht an dich ran, mach am besten den Fernseher nicht an, Radio nicht an, auch ich habe seit über 6 Jahren kein Fernsehen mehr, guck nur noch auserwählte Filme und dann, wenn du dann wirklich helfen willst, solche negativen Nachrichten, dann nimmst du die in deine Meditation, dann sendest du da Liebe hin, ja, dann gibst du das deinem geistigen Team ab. Du sagst, hey Leute, ich habe die und die Information, die und die Probleme auf der Welt gesehen heute, ich möchte euch das in Liebe überreichen, bitte heilt das. Und das ist der richtige Weg. Weil euer geistiges Team wird dann punktuell auf diese verschiedenen Themen eingehen und dann noch mehr Liebe und noch mehr Heilung hinsenden. Ja? Und umso mehr Menschen sich dessen bewusst werden und diese Nachrichten ans geistige Team abgeben mit der Bitte, denn dein Wille geschehe, dass das geheilt wird, dann wird das auch geheilt. Okay? Und so einfach ist das. Und so ist es auch mit Krankheiten, Krankheitssymptomen, ja. Betet für andere Menschen, betet für die Menschen in Krankenhäusern, betet für die Menschen in Gefängnissen, betet für die Psychiatrien, ja, betet für alle kranken Kinder, für alle Schwangeren, für alle Menschen da draußen und eure Gebete werden erhört und sie sind wertvoll und sie sind wichtig. Ja. Und macht es bitte auch mit eurem geistigen Team, weil ihr seid hier physisch und mit eurem eigenen Leben beschäftigt. Ihr könnt euch nicht noch darum kümmern. Aber was ihr machen könnt, ihr könnt ein geistiges Team herbeirufen. Ihr dürft um ein zusätzliches Team bitten. Und es gibt es wirklich. Ihr bittet, hey Leute, ich möchte noch 2 geistige Teams, also 2 Mitglieder im geistigen Team zusätzlich haben, die jeden Tag meine Gebete empfangen und für die ganze Welt um Heilung sorgen. Okay, und das ist auch, das mache ich hiermit jetzt, ja. Ich mache jetzt ein 10-köpfiges Team und gebe da jeden Tag meine Gebete hin und ihr heilt jetzt in Zukunft alles, was auf der Erde zu tun hat. Super, somit entlaste ich auch mein geistiges Team, entlaste ich mich selber und habe nochmal ein zusätzliches Team, was sich um solche Dinge kümmert. Aber wichtig ist, dass du das Team auch beschäftigst, weil nicht, dass dieses Team die ganze Zeit um dich herum steht und wartet, dass du endlich Gebete sprichst. Also es wäre auch wichtig, dass du jeden Tag mit ihnen kommunizierst, weil sonst hast du sie umsonst gerufen und dann werden sie wieder abgerufen, weil sie dann irgendwo anders da mehr gebraucht werden. Okay? Okay, so,
Kommunikation. Genau, nachdem du das dann dich ins Bett gelegt hast, genießt du das einfach, lässt die Musik laufen, gibst dein Team und dann wirst du auf jeden Fall etwas erfahren, ob das eine Berührung ist, ob das ob eine Schwingung, Anhebung, lass dich überraschen und es ist bei jedem Menschen individuell. Es wird niemals dasselbe sein. Licht, Liebe, Fülle, Glanz, Glamour, Visionen, Umarmungen, Versöhnungen, ja, und seid auch bereit, dass wenn ihr eure geistiges Team oder eure Helfer oder eure Ahnen trefft, dass ihr auch immer in Demut und in Liebe und mit Respekt und auch mit der Vergebung, dass ihr auch diese Gelegenheit nutzt, wenn sie sich euch zeigen, dass ihr die Gelegenheit nutzt, um dann auch gleich in Licht und Liebe alles aufzulösen, was euch irgendwann mal blockiert hat, was euch irgendwann mal geschadet hat. Und lade sie ruhig öfter ein. Lade sie ruhig ein, öfter zu dir zu kommen. Oder ja, vielleicht ist es auch nicht öfter einladen, sondern bleibe offen für weitere Kommunikation. Wenn sie deine Hilfe brauchen oder du ihre Hilfe brauchst, um etwas für eure Familie oder ganzheitlich zu lösen, was auf anderen Dimensionen oder auf anderen Frequenzen spielt, dann bleib dafür auch offen, dass sie weiterhin den Zugang zu dir haben, um dann diese Themen zu lösen, mit denen du und ihnen verknüpft bist. Weil das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum sich die Seelen immer wieder zeigen oder versuchen, die Versöhnungsarbeit mit euch zu machen, weil ihr habt auf anderen Frequenzen, in anderen Dimensionen einmal zusammen gespielt. Und wenn ihr zusammen gespielt habt und ihr kennt das mit eurer Mama, mit eurem Papa, mit euren Familienmitgliedern, Freunden und so weiter, es gibt immer mal eine Situation, die euch vielleicht belastet hat. Es gibt immer mal eine Situation, die euch vielleicht nicht gefallen hat. Und vielleicht seid ihr in diese Dimension ganz lichtvoll geworden, habt alles aufgelöst auf diese Frequenzebene, aber es gibt noch ganz viele andere Frequenzebenen, Dimensionen, ja, andere Seelenaspekte oder Aspekte, Anteile von euch. Und da spielen die auch trotzdem noch eine Rolle mit. Und ja, so tief soll ich da nicht reingehen. Das reicht, was ich gesagt habe. Ja, und dann wünsche ich mir hiermit für euch den Kontakt zu eurem geistigen Team. Das wäre dann schon mal der erste Kontakt, den ihr aufbauen könntet. Und dann könnt ihr sie auch täglich dazu einladen, euch zu führen. Das Führen, das sieht so aus. Also bei mir war das am Anfang so, dass ich gespürt habe, also zum Beispiel jemand wollte mich zu etwas einladen, einen Vertrag oder irgendwas mir verkaufen und ich bin ein emotionaler Mensch und das bedeutet, ich bin auch empathisch und je nachdem wie der Mensch, früher war das so, heute nicht mehr, heute durchschaue ich das Spiel, aber früher, wo ich noch jünger war, konnten die Menschen, wenn die haben mir leid getan, wenn Leute mir was verkaufen wollten, zum Beispiel in Ägypten oder so oder irgendwo anders und die wollten mir dann unbedingt was verkaufen, dann habe ich immer so aus Mitleid, ja, das dann gekauft oder aus Mitleid einen Vertrag gemacht und war dann wirklich jahrelang an diesen Vertrag gebunden, ne? Und ich musste jahrelang da Geld reinzahlen und es war wie eine Falle, nur weil dieser Verkäufer so nett zu mir war und ich ihm einen Gefallen tun wollte, habe ich dann etwas gemacht, was aber nicht zum Wohle meiner war. So, und dann, wenn du aber dein geistiges Team einlädst, und dann werden die dich davor schützen. Ja? Wenn du sie fragst, ist das gut für mich, werden sie dir ein Signal geben. Sie werden, und umso mehr du die Kommunikation übst oder umso mehr du sagst, hey, ihr habt die Vollmacht, bitte führt mich durch mein Leben, alles was zu meinem Wohle ist, oder schützt mich vor Gefahren, ja? Schützt mich vor Fallen oder vor Lügen oder es können auch Menschen sein, die sind super nett, super freundlich, machen euch jeden Tag Geschenke, schreiben euch jeden Tag nette Nachrichten, aber wenn ihr den Menschen seht, spürt ihr, dass er euch irgendwie Energie raubt. Und das hatte ich auch. Und dann warnen die euch vor solchen Menschen und dann müsst ihr nur noch wirklich auf die Signale hören, ja. Und das ist so, da geben die euch dann ein Gefühl dazu, wie das dann aber sein wird, da müsst ihr selber drauf achten. Bei mir war das wirklich so ein Stopp, ein Nein. Oder ich wollte mit den Menschen über etwas Privates, über meine Familie reden und dann kam sofort eine Blockade. Entweder musste ich husten oder ich habe auf einmal einen Schwindel bekommen oder einen Druck und dann wusste ich darf jetzt nicht so tief über meine Familie reden, weil derjenige negativ mit seinen Gedanken oder mit seinen Emotionen
auf meine Familie Energie übertragen würde, ja. Und dann haben die mich davor zum Beispiel gewarnt. Und als ich das dann gelassen habe, habe ich dann später gesehen, warum das so war, ja. Am Anfang. Heute passieren mir solche Dinge eigentlich gar nicht mehr, weil ich ständig geführt werde. Ich weiß ganz genau, wenn ich einen Menschen vor mir habe, und das ist das Tolle, deswegen rate ich das auch. Am Anfang ist es verwirrend, das gebe ich zu. Am Anfang ist es verwirrend, weil du noch nicht ganz hören kannst, weil du noch nicht ganz verstehen kannst, was sie meinen, und du immer noch auf dein Gefühl achten musst und du immer noch unsicher bist, weil ja dein Ego und dein Selbstbewusstsein und dein Glaube und dein Verstand, also alles spielt ja da noch eine Rolle, und dann ist es alles noch so ein leichter Kampf, bis du so eine gerade Linie reingebekommen hast. Und bitte darum, dass es bei dir kein Kampf wird, sondern gleich von Anfang an ganz klar und deutlich die Kommunikation ist. Und du darfst auch sagen, wie. Also zum Beispiel könntest du auch sagen, immer wenn ich richtig liege, soll meine Hand hochgehen. Zum Beispiel. Dann geht deine Hand automatisch hoch. Oder du fühlst, dass deine Hand hochgehen will. Oder ja, ich möchte mich immer leicht und frei fühlen, wenn ich etwas richtig mache. Oder wenn ich eine Entscheidung treffen muss, soll ich den Weg gehen oder den Weg gehen, und der richtige Weg, bitte gib mir da ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und das werden die auch machen. Sie werden alles machen, aber fühlst du dich an dem Tag nicht so gut, also bist du sowieso schon an dem Tag ein bisschen so lala, ja, gibt es ja auch mal, dass man sich nicht energetisch kraftvoll fühlt, schon ein bisschen so müde und schlapp und so, und dann versuchst du noch die Kommunikation zu machen, rate ich euch davon ab. Macht die Kommunikation nur, wenn ihr wirklich kraftvoll seid. Wenn ihr in eurer Kraft seid, wenn ihr gut drauf seid, ja, dann rate ich euch, die Kommunikation zu machen. Weil wenn ihr energielos seid und dann versucht, noch ein höher schwingendes Wesen mit euch zu kommunizieren, ihr werdet keine klare Antwort bekommen. Und die sparen sich auch die Zeit, weil die wissen ganz genau, dass du es dann nicht verstehen wirst. Ja, also wundert euch auch nicht, wenn ihr nicht sofort eine Antwort bekommt, weil manchmal könnte es auch sein, dass ihr nicht gleich eine Antwort bekommt. Das liegt dann daran, dass manche Sachen noch nicht, zum Beispiel, du willst dir ein Haus kaufen, aber es ist noch nicht so weit. Du könntest es dir mit Ach und Krach leisten, okay? Es würde auch irgendwie funktionieren. Und du wünschst es dir und fragst, hey, wann kann ich denn endlich mein Haus kaufen? Und du guckst schon und du gehst schon Häuser und Wohnungen besichtigen und so. Und die Geistigen sagen, ich sehe in deiner Zukunft in circa 2 Jahren, da wird es dir so gut gehen, da wirst du finanziell so abgesichert sein, da wird das perfekte Haus auf dich warten, und dann halten die sich noch etwas raus und sagen, lass es lieber. Oder sie sagen ja und nein. Und diese Antwort werdet ihr vielleicht öfter bekommen, weil sie einfach wissen, auch Geduld zu üben, ja, und auch zu wissen, auch zu vertrauen, auf euer geistiges Team zu vertrauen. Weil sie werden nur zu eurem höchsten Wohl, sie wollen euch das nicht verweigern. Es geht nicht darum, euch etwas zu verweigern oder euch etwas nicht zu gönnen. Sie wünschen es euch vom ganzen Herzen, aber sie wünschen sich das so, dass ihr das auch wirklich genießen könnt, ohne Fallen. Und bist aber zu voreilig und du kaufst dann doch das Haus und dann kommt da ein Problem, da ein Problem, da ein Problem, finanzielle Lücken, und du musst das Haus in, was weiß ich, 5 Jahren wieder verkaufen. Und dann ärgerst du dich. Ja, und dann sagen die Geistigen, tut uns leid, aber hättest du noch 2 Jahre gewartet, hättest du noch 2 Jahre Geduld gehabt, da wäre das richtige Zeitpunkt, zur richtigen Zeit, zur richtigen Sternenkonstellation, mit dem richtigen Geld, mit den richtigen Finanzen, mit dem richtigen Team, mit den richtigen Energien, und dann hätte es geklappt. Könnt ihr das könnt ihr sicherlich auch mit allen Situationen, ob das ein Haus ist oder mit was anderem zu tun hat, mit einem Partner zu tun hat, weil die meisten Menschen da draußen suchen auch händeringend den richtigen Partner, den Seelenpartner. Leute, dazu möchte ich auch was sagen. Der Seelenpartner. Ja, es ist wirklich so, dass sich die meisten fragen, ja, entweder um die Dualseele oder um den Seelenpartner. Und ich möchte euch um etwas bitten. Verschmutzt euch doch nicht mit solchen Gedanken. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Gott euch einen Partner zu Füßen legt, wenn ihr noch nicht den Seelenpartner, ja, zu Füßen legt,
mit dem ihr ein Leben lang zusammen sein könntet, wenn ihr noch nicht bereit dazu seid. Und wenn es der Seelenpartner ist, wird euer geistiges Team euch immer neue Gefühle geben. Also ihr werdet euch immer wieder anziehen, immer wieder anziehen. Und was nur das Problem ist bei einer Seelenpartnerschaft ist, die Glaubenssätze, Überzeugung des anderen, die Glaubenssätze, Überzeugung des anderen und dann das magnetische Feld, was einen immer wieder auseinanderzieht, immer wieder auseinanderzieht. Und es ist deswegen, weil wir halt einfach noch nicht so viel mit Meditation, Geistheilung, Befreiung, Erlösung, wenn der Mensch, die Seele hier vollkommen erlöst und befreit ist und die Seele hier vollkommen erlöst und befreit ist, dann akzeptieren sie sich voll und ganz. Und es gibt kein Magnetfeld, was sie immer wieder auseinanderbringt, sondern sie bleiben zusammen und sie fühlen sich wohl und sie sind eins. Und es liegt nur an eurer Bewusstheit, dass die Partnerschaft nicht funktioniert. Es liegt an nichts anderem, es ist eure Bewusstheit, eure Blockaden, eure Systeme, manch Transformationsblockaden. Ja? Der eine entwickelt sich geistig, spirituell, der andere bleibt stehen. Und solche Sachen. Und wenn aber beide, das ist immer so eine Kehrtwende. Also es ist schwer, ich sag's euch, eine Partnerschaft dauerhaft stabil zu halten und wirklich im Balance und Einklang mit dem Partner zu sein, ist die schwierigste Hürde. Und es ist immer wichtig, dass beide an ihrer Bewusstheit arbeiten. Und wenn einer sich spirituell entwickelt und der andere nicht, dann kommt es früher oder später da, dass die Weggabelung kommt und der andere die Rutsche in die Erlösung nimmt. Und der andere bleibt stehen. Ja, und das ist also eine Partnerschaft. Das ist auch der Grund, warum alle Gurus oder alle höher entwickelten oder weiterentwickelten Menschen eigentlich meistens für sich alleine stehen. Ja, weil der Partner, der dieses Licht halten könnte oder da sein könnte, das nicht schafft. Es kommt und geht. Und kommt und geht. Das ist manchmal, dass zwei höhere Meister zusammenfinden, ist meistens nicht möglich. Warum ist es so? Die höheren Meister, die ihr Leben Gott gewidmet haben, der Bewusstseinsentwicklung und der Erleuchtung und so weiter, die werden nicht mehr abgelenkt. Die sollen auch nicht mehr abgelenkt werden, weil ein Partner würde denjenigen für sich einnehmen. Sie würden sich nur auf sich konzentrieren. Und sie würden sich nicht mehr gemeinsam um die Bewusstseinsentwicklung der Menschheit oder um Transformationsenergien oder Beschleunigung der Transformationsenergien kümmern. Es ist ganz, ganz selten, dass zwei hohe Meister zusammenbleiben, ja. Und es ist eigentlich eher wichtiger, dass diese sich der Menschheit dienen und dass die verteilt sind auf dem Kontinent, sodass diese hohen Meister, diese Lichtbringer als Lichtsäulen auf der Erde diese hohen Energien einfließen und einbringen. Und sie haben ihre Arbeit, der Göttlichkeit gewidmet. Und da gibt es halt selten die Kombination in einer Partnerschaft, ja, oder sehr, sehr wenig. Weil eine Partnerschaft hält auch auf, auch Kinder und Familie hält auf in der Entwicklung. Und wenn man wirklich als Gott oder als höheres Wesen aufsteigt, dann werden auch alle Verpflichtungen, alle Verbindungen, die lösen sich dann langsam auf, ja. Und dann neigt man auch dazu, dann holt man sich auch keine Tiere mehr, dann holt man sich auch keine Verpflichtung mehr, auch kein Haus, auf dem man dann so schwer lastet oder wo so viele Verpflichtungen auf einen lasten. Ein Guru, der löst sich so vom Konzept des Menschseins und steht für sich alleine da. Und er dient dem Göttlichen und lässt den Kanal der Energie fließen, dauerhaft fließen. Und er tut sich auch nicht mehr mit dem Menschsein identifizieren, sondern nur noch mit dem Gottsein. Ja, und das sind einige da draußen. So, ja, zur Kommunikation mit den Geistigen habe ich jetzt, glaube ich, auch ganz viel gesagt, ganz viele Tipps gegeben. Es gibt wirklich nochmal ganz kurz das zusammenzufassen. Üben, üben, Vertrauen, Vertrauen, noch mehr Vertrauen. Und Mut. Bitte habt Mut, weil es kann sein, dass ihr Stimmen hört, ja, oder es kann sein, dass ihr
Visionen, Bilder seht. Es kann auch sein, dass ihr plötzlich in andere Dimensionen eintaucht oder irgendwelche mystischen Erfahrungen macht, aber das gehört zum Bewusstwerden und zur Bewusstheitsentwicklung dazu, weil du faltest deinen Kanal, du öffnest dich und dadurch hast du mehr Zugang zu den anderen Dimensionen und da wird interdimensionale Wesen sind, astrale Wesen sind und wir hier nur ein physisches Leben, eine physische Existenz führen und es zig Millionen Dimensionen gibt, ja, ist das möglich und es ist nichts Negatives, es gibt auch keine Gefahr, du kannst nicht sterben. Das möchte ich hier auch noch sagen, weil ich diese Frage oft gestellt bekomme, wenn man astral geht, dass man nicht mehr zurückfindet oder wenn man in andere Galaxien geht, also wenn man zum Beispiel in Trance geht und man rutscht dann in eine andere Dimension über in eine andere Galaxie, du wirst immer begleitet, immer, du machst diese Reisen niemals alleine und auch wenn sie sich dir nicht zeigen und auch wenn du sie rufst, währenddessen, sie werden dann mit dir kommunizieren, entweder telepathisch oder übers Gehör oder im Gefühl. Du weißt es dann einfach. Und diese Reisen sind wichtig für dich, auch diese sind für dich gewollt. Oder du machst sie dann einfach, weil du zu dieser Dimension noch eine Resonanz hast. Ja? Und auch egal, wie weit entfernt die Galaxie zu sein scheint, du wirst diesen Körper hier nicht verlieren. Du findest immer zu diesem Körper zurück, weil deine Seele ist mit diesem Körper vereint, verankert. Der ist hier fest, aber dennoch auch frei. Also wenn du schläfst, verlässt die Seele den Körper. Und wenn du stirbst, dann verlässt sie komplett. Also wenn der physische Körper ausgeschalten wird, der physische Körper zusammenfällt und nicht mehr existent, also nicht mehr leben kann, also Existenz, das Herz aufhört zu schlagen, das Gehirn aufhört zu schlagen, dann verlässt die Seele komplett den Körper. Ja. Ja. Und du kannst besser astral reisen, weil ich diese Frage auch oft gestellt bekommen habe. Wie man Astralreisen beschleunigen kann, ist, wenn du einfach bereit bist, loszulassen, weil die Seele, ja, der Geist, der Spirit wird festgehalten hier auf der Ebene oder es fällt ihm schwer, astral zu reisen, weil Glaubenssätze, Überzeugungen, alte Muster den festhalten. Wenn du aber viel meditierst, Bewusstsein transformierst und dir dessen bewusst wirst, dass du nichts festhalten kannst, dass du vollkommen loslassen kannst, dann ist es dem Astralkörper auch möglich, sich zu lösen oder das Bewusstsein zu wechseln, weil eigentlich löst sich ja nur dein Geist oder dein Spirit. Ein Bruchteil deiner Seele löst sich und dein Bewusstsein ist jetzt im physischen Körper, ja, fest verankert. Und wenn du dann in Trance gehst, dann kann dein Bewusstsein einfach in den nächsten Körper wechseln. Und wer richtig, richtig gut ist, der kann auch in den nächsten Körper wechseln, oder springt automatisch von dem Bewusstsein sofort in ein höheres Bewusstsein. Und das ist dann, wenn du Trance-Erlebnisse hast, wo du zum Beispiel dich als Engel siehst. Ja? Weil alle Dimensionen sind mit dir vereint. Stell dir vor, dein physischer Körper ist hier in der Mitte ein Strich. Und dann kommt die nächste Dimension, die Mittelerde, die nächste Dimension, die nächste Dimension, die nächste Dimension, bis ins Göttliche, okay? Aber du bist gleichzeitig auch das Göttliche. Und wenn du meditierst und je nachdem, wie stark dein Bewusstsein ist oder wie klar du bist oder wie rein du bist, switcht dann oder wie hoch du entwickelt ist, switcht dein Bewusstsein sofort in den nächsten Körper. Und je nachdem, wie weit du entwickelt bist im Bewusstsein, kann es sein, dass es in einen niedrigen Körper wechselt und dann siehst du oft Dämonen oder dunkle Wesen oder so. Und dann kann es sein, dass du in den nächsten Körper wechselst, dann kann es sein, dass du fliegen kannst, dass du mit höheren Wesen redest oder mit deinem Geistesführer redest oder deine Ahnen oder deine verstorbenen Freunde siehst. Und dann switchst du in den nächsten Körper, also es könnte sein, dass du in den Körper switchst, dann bist du ein Engel, dann siehst du dich als Engel, dann kommunizierst du mit den Engeln und den höheren Wesen, mit den Astralwesen, mit den Erzengeln und so weiter. Und wenn du noch weiter gehst, dann kann es sein, dass du mit der weißen Bruderschaft, mit den Plejaden, mit einer höheren Intelligenz kommunizierst. Und wenn du noch weiter gehst, es gibt so viele Dimensionen. Und wir haben den Zugang in alle diese Bewusstseinsebenen, in alle diese astrale Ebenen. Und es kommt auf dich drauf an, wenn du das trainierst, kannst du auch in diese verschiedenen Ebenen reingehen. So, aber jetzt habe ich genug Informationen gegeben für die nächsten 3 Tage. Verdaut das erstmal und bitte hört euch jeden Tag, wer wirklich in meiner WhatsApp-Gruppe ist, hier rufe ich nochmal auf, Leute,
die in meiner WhatsApp-Gruppe, bitte schaut euch die Videos, also alles gut. Die Videos sind wirklich für sehr, sehr gut, um das Bewusstsein für die ganzen Ebenen auch zu, das Wissen, das Verständnis und das Bewusstsein für diese verschiedenen Ebenen und die Wesen, die mit uns sowieso kommunizieren, in Kontakt stehen, zu haben und wie du damit umgehen kannst. Und das ist mein Wunsch, dass ich euch das ein bisschen näher bringen kann. Und hiermit verabschiede ich mich und ich begrüße euch, macht diese Übungen, ja, trainiert das. Ihr seid auch Medien und ihr könnt das und ich vertraue darauf und ich freue mich auf euer Feedback und wem es gefällt, bitte Daumen hoch lassen und wer mich noch nicht abonniert hat und er fand das Video toll, dann darfst du mich gerne abonnieren oder aktiviert die Glocke. Ich tue jeden Tag ein Video veröffentlichen, sowohl auf Facebook und Instagram und ich freue mich einfach von euch zu hören und ja, schreibt mir auch eure Wünsche auf. Ich kann nicht immer auf alle Wünsche eingehen, aber wenn ich immer wieder dieselbe Frage gestellt bekommen werde, dann, und es passt gerade in ein Thema rein, dann erinnere ich mich daran und dann gehe ich auch in das Thema ein. Bis dann, meine Lieben. Ciao.